Moin! In diesem Video nehmen wir euch mit nach Belize City, San Pedro und Kikauka. Viel Spaß beim Video! Two souls in Neverland, 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 Neverland. Wir haben bereits eine wunderschöne Rundreise durch Guatemala hinter uns und wollen jetzt noch ein paar Tage Belize erkunden. Ab Flores in Guatemala fahren wir mit dem Shuttlebus über die Grenze nach Belize. Mit dem Bus kann man allerdings nicht direkt über die Grenze fahren, sondern man muss aussteigen und tatsächlich zu Fuß die Grenze passieren. Wir haben noch nie zuvor eine außereuropäische Grenze nicht mit dem Flugzeug überquert. Eine ganz neue Erfahrung für uns. Nachdem wir also die Grenze passiert haben, werden wir weiter mit dem Bus nach Belize City gefahren. Belize City ist mit seinen ca. 63.000 Einwohnern schon die größte Stadt des Landes. Früher war sie auch die Hauptstadt von Belize. Der Staat Belize ist noch sehr jung und erst im Jahre 1981 aus der ehemaligen Kolonie Britisch-Honduras entstanden. Deshalb ist sie auch das einzige Land in Zentralamerika, in dem die Amtssprache Englisch ist. Bezahlen kann man in der Landeswährung Belize-Dollar und US-Dollar. Durch den leichten Umrechnungskurs, nämlich 2 Belize-Dollar sind 1 US-Dollar, wird wirklich nicht selten in beiden Währungen gemischt bezahlt. Man bekommt auch gerne mal gemischtes Wechselgeld zurück. Unser Zwischenstopp in Belize City dauerte nur einen Tag und eine Nacht. Wir wollten nämlich gerne weiter auf die Inseln. Natürlich haben wir uns auch ein wenig die Umgebung angeschaut und auch die lebendige Atmosphäre der Straßen genossen. Ein paar wenige Sehenswürdigkeiten gibt es, die man alle zu Fuß ablaufen kann. Wir müssen aber sagen, dass wir trotz der entspannten Atmosphäre und der wirklich sehr, sehr freundlichen Menschen Belize City eher als Durchgangsstation wahrgenommen haben. Wir wollen nun aber aus der Stadt raus und fahren weiter nach San Pedro auf der Insel Ambergris Caye. Über den Anbieter Caribbean Sprinter haben wir uns eine Fähre gebucht. Mit dieser sind wir dann nach circa einer Stunde auf der wunderschönen Insel. Das übliche Fortbewegungsmittel dort sind diese kleinen Golf-Caddies. Wir mieten uns also gleich nach Verlassen der Fähre auch so ein Golf-Caddy für unsere Zeit hier auf der Insel. Von dort geht es dann direkt in unsere wunderschöne Unterkunft Marbach's Bed and Breakfast. Das Hotel verbindet eine Frühstückslokalität mit 4 individuellen Einzelunterkünften. Die kleinen Häuschen sind wirklich total schön gestaltet und man kommt hier auf jeden Fall zur Ruhe. Ein riesengroßes Bett und ein wunderschönes Badezimmer mit einem wirklich richtig schönen Blick nach draußen bieten uns alles, was wir uns gewünscht haben. Und dann ist es auch nur ein Schritt vor die Tür in den coolen kleinen Pool und natürlich wird man hier frühstücksmäßig auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Die Mitarbeiter haben uns übrigens auch super weitergeholfen, wenn es um die Aktivitäten auf der Insel ging. Vielen lieben Dank, liebes Marbach's Bed and Breakfast Team. Wir haben uns pudelwohl bei euch gefühlt. Nachdem wir eingecheckt haben, wollen wir aber natürlich die Insel erkunden. Ambergris Caye ist übrigens die größte von über 200 Inseln auf Belize. Sie ist an den allermeisten Teilen zwar wirklich sehr, sehr schmal, aber dafür ist sie 34 Kilometer lang. Die allermeisten Menschen leben in der Hauptstadt San Pedro. Hier gibt es natürlich auch das meiste Angebot für Touristen. Viele Restaurants, Bars und natürlich Anbieter für die verschiedensten Schnorchel- und Tauchausflüge. Uns hat das karibische Flair hier auf der Insel auf jeden Fall richtig gut gefallen. Alle sind super freundlich und total entspannt. Hier durch die Straßen zu bummeln macht auf jeden Fall super viel Spaß. Die Stimmung ist wirklich immer und überall total ausgelassen. Kleiner Fun-Fact: Von all den vielen San Pedros auf dieser Welt ist es genau dieses San Pedro hier, von dem Madonna in ihrem Lied La Isla Bonita singt. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wir fahren die Insel ab in Richtung Norden, denn wir wollen gerne zum Secret Beach. Jeder hier auf der Insel kennt diesen coolen Ort mit seinen vielen tollen Beachbars. So richtig secret ist der Beach also nicht, aber wirklich traumhaft schön. Die Bars sind teilweise direkt ins Wasser gebaut. Hier hat man also den perfekten Mix aus Baden, Trinken und Entspannen. Hier kann man also wirklich mehrere Stunden entspannen und eine wunderbare Zeit genießen. Der Secret Beach befindet sich übrigens an der Westseite der Insel, von daher kann man hier natürlich auch toll die Sonnenuntergänge schauen.
Wir wollen aber nicht nur die Insel und das Land sehen, wir wollen auch ein bisschen unter Wasser schauen, was sich hier so verbirgt. Deshalb buchen wir uns einen Schnorchelausflug bei dem Anbieter Elite Adventures. Schnorchel, Taucherbrille und die Flossen kriegen wir natürlich vom Anbieter gestellt. Und dann geht es mit dem Boot los zum Belize Barrier Reef. Hierbei handelt es sich um eines der beeindruckendsten und bedeutendsten Korallenriffe der ganzen Welt. Es erstreckt sich über etwa 300 Kilometer entlang der Küste von Belize und gehört zu einem größeren Barrier Reef, das sich von Mexiko bis Honduras zieht. Nach etwa 20 Minuten sind wir mit dem Boot dann auch dort angekommen und bekommen von unserem Guide ein paar wichtige Infos. Und dann geht es ab ins Wasser. Er zeigt uns unter Wasser wirklich super viele verschiedene Korallen und Fischarten. Und wir sehen sogar schon den ein oder anderen Hai unten schlafend auf dem Boden. So ungefähr eine Stunde schnorcheln wir hier frei entlang und es ist wirklich super schön. Aber schaut doch mal selbst, was wir hier alles so gesehen haben. Danach geht es zurück aufs Boot und wir fahren weiter zum Shark Ray Alley. Und dort erwartet uns dann etwas ganz Besonderes und ehrlich gesagt auch etwas Beängstigendes. Wir wollen hier nämlich mit Haien tauchen. Man findet hier übrigens so viele Haie vor, weil hier in der Vergangenheit Fischer ihre Fische ausgenommen haben und somit leichtes Fressen für die Haie vorhanden waren. Und das wird jetzt quasi ein wenig künstlich am Leben erhalten. Die Guides schmeißen kleine Fischchen ins Wasser und dann kommen die Haie natürlich, weil sie ihre Nahrung wittern. Wirklich viel Beachtung bekamen wir von den Haien nicht, zum Glück. Wir konnten ganz einfach unter Wasser schnorcheln und ihnen beim Fressen zuschauen. Trotzdem hatte zumindest ich schon ein bisschen Angst an der Stelle. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn diese Ammenhaie gelten gemeinhin als ungefährlich. Das hat uns wirklich richtig viel Spaß gemacht und war ein richtig großes Abenteuer. Sehr gut gefallen hat uns übrigens auch, dass die Einheimischen das Riff wirklich richtig schätzen und einen gut aufklären, bevor man ins Wasser darf. Die nächste Insel, die wir uns anschauen wollen, heißt Kikauka. Auch hier fahren wir wieder mit einer Fähre von Caribbean Sprinter hin und sind so circa nach 20 Minuten da. Kikauka ist eine kleine Insel in Belize, die zu den beliebtesten Reisezielen des Landes gehört. Sie zeichnet sich durch eine entspannte, ja fast schon alternative Atmosphäre aus und zieht vor allem Backpacker, Schnorchler und natürlich auch Taucher an. Die Insel ist vor allem berühmt für ihre unberührte Natur, die farbenfrohen Gebäude und die freundliche und total lockere Stimmung. Kikauka ist wirklich total klein, 8 Kilometer lang und 1,6 Kilometer breit. Die Straßen hier sind nicht besonders gut befestigt. Zwar sieht man hier auch den ein oder anderen Golf-Caddy, doch die meisten laufen oder fahren Fahrrad. Vielleicht ist die Insel deshalb auch bekannt für ihren Go-Slow-Lebensstil. Hier erwartet man wirklich sehr, sehr wenig Hektik. With my love, from creation there's a weakness of my love. Einer der bekanntesten Punkte auf der Insel ist das sogenannte The Split. Hierbei handelt es sich um eine schmale Wasserstraße, die die Insel in 2 Hälften teilt. Der Name Split kommt entsprechend von der natürlichen Trennung. Diese ist übrigens durch einen Sturm oder eine Erosion im 20. Jahrhundert entstanden. Mini-kleine Fähren fahren einen übrigens den kurzen Weg über die Wasserstraße. Da dort auch einige Wasserbars und Restaurants zu finden sind und man einen tollen Blick aufs Meer hat, ist das ein beliebter Treffpunkt bei den Touristen und Einheimischen. Unser Hotel liegt übrigens auch dort ganz in der Nähe und so waren wir natürlich mittendrin im Geschehen. Wir haben uns auf der Insel wirklich vor allem treiben lassen und den karibischen Vibe genossen. Glücklicherweise gab es auch den ein oder anderen coolen Streetfood-Stand. Da haben wir natürlich auch zugeschlagen. Es war wirklich richtig lecker und die Leute natürlich entspannt und super freundlich. Wie sollte man es hier auf der Insel auch anders erwarten? Als wir diesen Urlaub geplant haben, haben wir uns in den Kopf gesetzt, das Great Blue Hole zu sehen. Hierbei handelt es sich um ein riesiges Unterwasserloch, das etwa 70 Kilometer von der Küste von Belize liegt. Für erfahrene Taucher ist das Great Blue Hole ein ganz besonderer Ausflug. Sie fahren mehrere Stunden von Kikauka mit dem Boot dorthin, um dann ihr einzigartiges Taucherlebnis zu erleben.
Da wir selber ja keine erfahrenen Taucher sind, haben wir uns entschieden, mit dem Flugzeug über das Loch zu fliegen. Mehrere Fluggesellschaften bieten diesen Ausflug an. Wir entscheiden uns für Caribbean und zahlen 250 US-Dollar pro Person. Es ist total interessant, das Belize Barrier Reef, was wir ja beim Schnorcheln schon kennengelernt haben, nun noch mal in ganzer Länge von oben zu sehen. Und dann nach einiger Zeit des Fliegens entdecken wir es endlich, das Great Blue Hole. Berühmt ist es vor allem für seine tiefe, sattblaue Farbe, die sich vom umgebenden, helleren Wasser des Meeres abhebt. Dadurch ist es gerade aus der Luft besonders gut zu sehen. Natürlich ist der Preis nicht ohne für einen einstündigen Flug. Wir fanden es aber wirklich so toll, dass wir sagen würden, es lohnt sich. Unsere restliche Zeit auf Kikauka lassen wir ganz entspannt vergehen. Und dann geht es zurück nach Hause über Guatemala City. Das Video über unseren Trip nach Guatemala verlinken wir euch natürlich auch am Ende dieses Videos. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und weiter mit uns durch die Welt reist. Und bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Two souls in Neverland, 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 Neverland.